Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch, was es mit dem aktuellen Rückruf der Kardanwelle bei der BMW R1250 GS auf sich hat, wo die Probleme herkommen, wie sie gelöst werden und was da bei der R1300 GS auf uns zukommen könnte. In den sozialen Medien geht es ja wieder mal so richtig rund um das Thema BMW Kardanwelle bei der R1250 GS. Hammer. Das ist ja wohl ein Witz. Rost, muss das so? Bei der 1300er ist halt alles eine Verarschung. Made in Japan, better and cheaper. Und jetzt vermischt sich das Ganze noch damit, dass die Kardanwelle bei der R1300 GS alle 80.000 Kilometer ersetzt werden muss und angeblich irgendetwas zwischen 500 und 1600 Euro kosten soll. Quatsch. Absoluter Blödsinn. Kardanwelle aus Kunststoff. An der falschen Stelle gespart. 2 Sätze Ritze wesentlich günstig. Das könnte sich ein japanischer Hersteller nicht leisten. BMW will sich nur die Taschen voll machen. Und so weiter und so fort. Aber starten wir erst einmal mit dem Kardan-Problem der R1250 GS und warum kann es überhaupt dazu kommen, dass der Kardan die R1250 GS rostet bzw. beschädigt wird. In den sozialen Medien liest man Informationen wie Probleme beim Längenausgleich, fehlende Schmierung und so weiter. Also schon einmal vorab, der benötigte Längenausgleich, wenn sich der Kardan nach oben oder unten bewegt, ist wenige Millimeter. Das ist in der Regel gar kein Problem. Aber auch in diesem Zusammenhang gab es Erkenntnisse, dass es nicht ganz optimal ist, wenn im aktuellen Zustand das Federbein ganz ausfedert bzw. bei einem Sprung. Aber die aktuelle Problematik wird vor allem durch stehendes Wasser im Kardan bedingt. In den sozialen Medien liest man dann tatsächlich, dass die Flussdurchfahrten schuld sein könnten. In den meisten Fällen wird einfach die Gummimanschette bzw. der Faltenbalg beschädigt sein und über diese Beschädigung dringt Wasser in den Kardan ein. Wenn es zu viel Wasser war und dieses zu lange im hinteren Ende des Kardans steht, dann beginnt die Kardanwelle zu rosten und in Verbindung mit der Bewegung und Belastung während des Fahrens können diese Resultate entstehen. Wie wird das Problem nun gelöst? Ganz einfach. Bei eurem BMW-Händler wird eine Leere an den Kardan, ähnlich wie eine Schraubzwinge, angelegt. Diese dient als Bohrschablone. Damit wird dann unten am Kardan ein Loch gebohrt und ein Drainageventil bzw. Ablaufventil eingesetzt. Es wäre also sinnvoll, wenn ihr von Zeit zu Zeit eure Faltenbälge am Kardan auf Beschädigungen prüft. Und nur mal so unter uns. Es sind nicht die großen Flussdurchquerungen, sondern haltet etwas weniger fest mit dem Dampfstrahler drauf. Natürlich kann man auch den Kardan auf stehendes Wasser prüfen. Wenn ihr das nicht selbst könnt, macht das natürlich gerne jede gute Fachwerkstatt für euch. Und zum Prüfplan der Werkstätten ist jetzt noch ein Kardanwellencheck alle 20.000 Kilometer mit Schmieren der Kardanwelle dazugekommen. Soll ca. 40 Euro kosten. Und habt auch ein Augenmerk, vor allem auf unsere tollen Produkte für eure BMWs, wie zum Beispiel unseren Werkstattteppich, Seitenständervergrößerungen, Radachsabdeckungen und so weiter, die ihr hier seht. www.mhornig.de. Was hat das ganze Problem jetzt überhaupt mit der neuen R1300 GS zu tun? Erst einmal eigentlich gar nichts. Aber vermischt wurde das Ganze, weil bei der R1300 GS jetzt im Handbuch steht, dass bei 80.000 Kilometer die Kardanwelle getauscht werden muss. Aus der aktuellen Rückrufaktion der R1250 GS ist. Daraufhin wurden gleich die Rufe laut, dass jetzt Kette und Riemen billiger wären. Aber wenn ich so überschlage, was eine Kette und ein Riemen kostet und wie viel man ungefähr auf 80.000 Kilometer braucht, dann ist der Kardan immer noch günstiger und deutlich wartungs- und zeitfreundlicher als die beiden Alternativen, wobei ich von einem realistischeren Preis der Kardanwelle mit Arbeitszeit von ungefähr 700 Euro ausgehe. Natürlich können sich aber auch die R1300 GS-Fahrer selbst etwas helfen und wie die R1250 GS-Fahrer auf die Faltenbälge und möglichen Wassereintritt am Kardan regelmäßig achten. Hat hier BMW was falsch oder schlecht gemacht? Wahrscheinlich ist das Einzige, dass man BMW jetzt im Nachhinein vorwerfen kann, dass die Kardanwelle eine bessere Beschichtung verdient gehabt hätte.
aber nachher ist man immer schlauer und dann ist Meckern natürlich einfach. Hervorragend ist von BMW, dass der Serviceplan für die R1250 GS verbessert wurde, welcher bei der R1300 GS jetzt schon Maßnahmen für dieses Problem enthält, und augenscheinlich würde ich meinen, dass das Verlegen des Getriebes unter dem Boxermotor bei der R1300 GS den Ausgangswinkel der Kardanwelle etwas abflacht und somit auch weniger oder im besten Fall keine Probleme mehr beim kompletten Ausfedern des Federbeins auftreten können. Wenn ihr Antworten zu den technischen Details wie Leistung, Gewicht und Preise der R1300 GS haben wollt, dann verlinke ich euch unser neuestes R1300 GS Video hier in der Infokarte. Ebenfalls beantworten wir euch in dem Video, wann die R1300 GS Adventure kommt, beziehungsweise wird sie vielleicht R1400 GS heißen und vieles mehr. Liken, teilen, kommentieren, aber vor allem abonnieren, dass ihr die geilen neuen Videos wie 0 auf 100 mit der R1300 GS oder unser R1250 GS und R1300 GS Vergleichsvideo nicht verpasst. Servus!